Hallo und herzlich willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video. Und zwar geht es heute wieder darum, dass wir umziehen, aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr Licht einbauen, ein bisschen optimieren, Dinge, die eben jetzt gemacht werden können, ganz gut in dem Moment, wo wir eben umziehen. Ich jetzt rankomme, die einzelnen Module voneinander getrennt sind. Und eventuell seht ihr schon im Hintergrund, das Problem ist, ich habe meinen Eröffnungstake aufgenommen und aus Versehen wieder gelöscht, deshalb muss ich den jetzt nochmal aufnehmen. Jedenfalls geht es heute darum, dass wir an der Stadtmauer weitermachen, beziehungsweise einen großen Teil der Stadtmauer umziehen, dabei schauen, ob das Ganze auch funktioniert, zugleich aber auch uns darum kümmern, dass wir dort ein bisschen mehr Licht einbauen, uns darum kümmern, dass das Licht auch richtig eingebaut ist, weil da wurden ein paar Sachen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen gepfuscht damals noch. Und es geht auch darum, dass wir Löcher in den Tisch bekommen, um die Verkabelung unter dem Tisch machen zu können und auch uns überlegen, wie die Beleuchtung in Zukunft weitergebaut werden kann, so dass ich die Kabel schon mal ein bisschen anpasse, dass das gemacht werden kann. Zudem muss der Gehweg vorne angepasst werden, dass dort das richtige Muster hinzukommt. Zudem möchte ich noch ein bisschen was an der Natur verändern und dann schauen wir einfach mal, was sich sonst noch heute so ergibt. Aber ich würde sagen, das ist das, was heute ich glaube, es ist Update 182 in der Brickworld passieren wird. Und ich würde sagen, viel Spaß, nach der Werbung geht's los und ich hoffe, ihr seid dabei. Und heute starten wir hier endlich mal wieder mit einem Speedbuild und ihr seht jetzt erstmal, wie ich die Module, die ich vom alten Layout herausgenommen habe, von der Stadtmauer erstmal rübergebracht habe, um sie erstmal ganz grob zu platzieren. Jetzt seht ihr hier unten, wie ich schaue, es geht um das Muster des Gehwegs, das ist ja versetzt eigentlich. Im alten Layout war das noch gar nicht versetzt, also immer noch so Schachbrettmuster. Und da musste ich jetzt erstmal nachschauen, wie ich das Muster anbringen muss, damit es passend ist dann später zum Muster vorne an der Straße. Jetzt seht ihr aber noch, wie ich erstmal ein Loch bohre mit meiner Bechermethode, habe ich euch mal gezeigt, um hier das Licht anbringen zu können im neuen Modul, bzw. im alten Modul, aber hier gab es damals noch keinen eigenen Lichtanschluss, den habe ich jetzt erst angebaut. Ich sehe da jetzt, wie ich das Beleuchtungsmaterial von meinem Beleuchtungspartner Innovative Bricks benutze, um dort einen USB-Stecker anzubringen in das bereits vorhandene Licht. Da ist ja ein Licht für die Höhle schon drin, aber das habe ich erstmal alles so umgebaut, dass es jetzt passt. Das Kabel geht jetzt unten raus, wird dann später noch verkabelt. Und das gleiche Problem haben wir auch bei dem Modul da drüben, beziehungsweise dort haben wir noch gar kein Licht. Dort möchte ich aber mit einer kleinen LED ein bisschen die Stadtmauer beleuchten. Später kommt da vielleicht auch noch eine Straßenlaterne dazu. Das ist jetzt eine Sache, die wir heute noch nicht machen. Aber dazu muss ich auch erstmal hier den Boden aufmachen, den ich ja aufmachen musste, ein bisschen abmachen muss, die ganzen Fliesen, um darüber eben auch das Muster anzupassen. Auch hier wird wieder ein Loch in die Platte gebohrt von unten, ein bisschen gesaugt, um einfach hier auch einen USB-Stecker anbringen zu können für dieses Modul. Da seht ihr auch sehr schön, wie die einzelnen Module der Stadtmauer eigentlich aussehen. Ist auch mal eigentlich sehr interessant, weil das sieht man eigentlich so gar nicht, wenn ich dran baue. Ich bin nur noch froh, dass es auch wirklich immer noch bisher geklappt hat, dass die einzelnen Module auch wirklich Module geblieben sind. Hier ein kurzer Test mit einer Steckdose, einfach um zu schauen, ob das Licht funktioniert, bevor ich jetzt einfach hier alles zusammenbaue. Und jetzt wird zum Abschluss dieser ganzen Aktion hier gleich noch erstmal die Stadtmauer wieder zusammengebaut und dann wird hier vorne wieder ordentlich gefliest, und zwar mit dem Muster, das jetzt auch wirklich in der Stadt benutzt wird, dieses versetzte Muster. Und dann auch alles so weitermachen, dass das Ganze dann schön zusammenpasst. Das werden wir dann auch wahrscheinlich noch demnächst noch weiterziehen müssen. Dadurch, dass sich alles ein bisschen verschoben hat, müssen wir uns da mal schauen, wie sich das Ganze dann in Zukunft geben wird mit dem anderen Modulen, weil wir ja ein bisschen mehr Platz jetzt haben zwischen Stadtmauer und dem Bahnhof. Da wird es noch einiges zu tun geben, aber jetzt erstmal noch hier Bäume gesetzt, die ich vorher noch nicht habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt gerade hören könnt, aber schaut mal, wie es hier gerade runter regnet. Ich wollte eigentlich gerade aufnehmen, ich mache hier mal ein bisschen auf. Schaut euch das mal an, also ich weiß nicht, ob ihr mich gerade versteht, weil es ist echt irre laut. Aber hier regnet es wie sonst was. Also eigentlich, wollte ich gerade noch etwas aufnehmen. Mal schauen, ob wir nicht auch mal kurz warten, bis der Regen vorbei ist, weil das ist dann doch ein bisschen laut, glaube ich, hier. Aber ja, ich habe euch gleich was zu zeigen. So sieht der Bereich jetzt also bei etwas mehr Licht aus. Ich habe jetzt den hinteren Teil hier, das ist ein Modul auf 4 Platten noch reingeschoben. Das ist noch nicht fest verbunden, auch noch nicht beleuchtet. Aber wir sehen jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass der Bereich, also der Abstand zwischen dem Bahnhof und der Stadtmauer ist deutlich größer geworden. Das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Was wir jetzt hier natürlich auch sehen ist, dass das Kopfsteinpflaster, das ursprünglich ja nur bis da ging, jetzt weiter rausgeht. Da muss ich auch überlegen, ob ich das so lasse oder anders mache. Was man aber auch sehr schön sieht, ist, dass das Muster hier jetzt deutlich besser ist. Da werden wir jetzt gleich noch ein paar Minifiguren hinstellen zum Abschluss.
Aber ansonsten haben wir jetzt hier so eine Art Kreis erschaffen mit den Platten. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ganz gut. Da drüben fehlt natürlich noch der restliche Teil der Stadtmauer. Den machen wir vielleicht im nächsten Video oder im übernächsten. Mal schauen. Aber ich gehe mit euch jetzt erstmal einmal außen herum. Denn dann sieht man auch zum ersten Mal so richtig gut, denn das ging ja auch früher auch nicht, wie das hier die Stützstruktur unten drunter aussieht. Ich überlege immer noch, ob ich jetzt hier wirklich das mit einem Brett mache oder die Stützstruktur einfach auf Lego aufbaue für die Altstadt hier oben erstmal. Ist wahrscheinlich vielleicht sogar die bessere Idee. Ansonsten ist hier noch eine Minifigur, die muss ich gleich noch mitzählen, wenn wir dann demnächst hier unten einblenden im nächsten Take, wie viele Minifiguren jetzt momentan in der Stadt wohnen. Und auch das hier kann jetzt vielleicht auch endlich mal weitergebaut werden. Das ist ja ein Bereich, der nochmal ein Turm oder so gleichen werden soll. Da war ich mir immer noch nicht ganz klar. Da muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt weiter baue. Ansonsten, der Bereich hier wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen angepasst, weil wir, wie gesagt, jetzt hier diesen Platz haben. Und dadurch, dass das ja jetzt hier hinten einen Weg entlang gehen soll, der dann hier hinten weiterführen wird, wenn hier irgendwann später mal noch mehr Tische kommen. Und auch vielleicht hier um den Bahnhof nochmal herum, werden wir hier nochmal ein bisschen was umbauen. Ich glaube, der Platz, der hier mehr ist, bringt auch für die Sichtachse von hier drüben nochmal deutlich mehr und einfach mehr Luft und einfach bringt mehr Optionen für das Ganze. Da werde ich auf jeden Fall dann vielleicht im nächsten Update-Video schon was machen, mal schauen. Ansonsten mache ich jetzt erstmal hier nochmal einen Blick über das, was wir bisher haben und versuche nicht beim Rückwärtslaufen irgendwie hinzufallen. Auf jeden Fall, das wird sich ja jetzt auch noch ändern, wenn jetzt hier die restlichen Module kommen, die wir schon haben. Aber ich glaube, es war jetzt schon mal eine ganz wichtige Sache, hier die Beleuchtung umzubauen und den Weg schon mal ein bisschen anzupassen mit dem Fliesenmuster. Ansonsten, wie gesagt, ich baue jetzt mal noch ein paar Minifiguren hin und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal final an. Zum Abschluss habe ich jetzt hier einfach nochmal hier drüber über den Bereich des Tisches das Licht ausgemacht. Ihr seht, jetzt sind einige neue Minifiguren hinzugekommen, beziehungsweise einige alte. Ich habe jetzt einfach mal hier ein bisschen Leben reingebracht. Ebenso passend zum letzten Nicht-Update-Video ist hier vorne die Sigfig von Joe Klemmbaustein dazugekommen. Der steht jetzt hier vorne. Und ansonsten würde ich sagen, war das doch ganz erfolgreich heute. Wie gesagt, es hat auch einige Zeit gedauert, das Ganze abzubauen, zu transportieren, hier wieder aufzubauen, neu zu verkabeln, das Ganze hier ein bisschen umzubauen, die Löcher zu bohren. Also das dauert alles immer wieder ein bisschen. Deshalb geht es hier auch eher Anführungsstrichen langsam voran, aber es müssen halt ganz viele Kleinigkeiten jetzt noch gemacht werden, damit das Ganze jetzt auch mal ordentlich gemacht wird. Wie gesagt, den Weg hier zu machen, das war eine Sache, die musste auch endlich mal gemacht werden. Ansonsten ist das heutige Ergebnis. Ich sehe hier gerade, die Lampe ist abgebrochen. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier noch schnell drauf kriegen wieder. So, sehr gut. Dann ist das hier der aktuelle Stand der Brickworld. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen auch bei diesem Update. Und beim nächsten Mal schauen wir, was wir weitermachen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun. Es muss noch einiges umgezogen werden. Es müssen viele Sachen noch angepasst werden. Und vor allem muss endlich auch mal teilweise wieder weitergebaut werden. Also es sind genug Ideen vorhanden. Der Platz ist jetzt auch endlich da. Und wir haben einfach einiges zu tun. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Nochmal vielen Dank für jedes Abo. Jeden Daumen nach oben natürlich und für jeden Kommentar und für alle eure Unterstützung, ebenso auch für die Unterstützung durch die Kanalmitglieder. Da freue ich mich über jeden, der dabei ist und jeden, der dazukommt. Und ansonsten sage ich nur noch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.